Hallo meine Freunde und wieder ein neuer Film zum Peugeot 206. Passt natürlich für viele Modelle von Peugeot und Citroën, ihr müsst nur den 1,4 Liter Motor haben. Für den 1,1er kommt es auch ungefähr hin. Ich möchte euch mal zeigen, wie man die Ventile einstellt. Die Motoren haben nämlich keine Hydrostößel, kommt man heutzutage eh wieder davon ab. Peugeot hat einfach die 20-30 Jahre der Hydrostößel übersprungen. Die Ventile werden bei diesem Motor kalt eingestellt, das heißt der Motor muss unter 40 Grad haben. Hier auf den gelben drücken und dann könnt ihr die Entlüftung hier oben abziehen. Die obere Zahnriemenverkleidung hat zwei Schrauben mit Schlüsselweite 10. Die macht er auch langsam raus. Dann kann das Ding nach oben abgezogen werden. Der Ventildeckel hat tatsächlich nur zwei Schrauben. Beim Porsche wären das gleich mal wieder 20 Stück gewesen. Beim Abnehmen müsst ihr vorsichtig sein. Ihr müsst hier unter das Ding greifen auf beiden Seiten und dann kommt nämlich das Schwallblech unten raus und innen drin, das ist nämlich das, was jetzt das Problem ist, innen drin liegen die zwei Hülsen und die dürfen auf keinen Fall in den Motor fallen. Die Auslassventile sind hier vorne. Die bekommen ein Ventilspiel von 0,4 mm plus minus 500. Die Einlassventile sind hinten. Die bekommen ein Ventilspiel von 0,2 mm plus minus 0,5 mm. Bei einem französischen Motor ist der erste Zylinder hier, der zweite hier, der dritte hier, der vierte hier, also genau umgekehrt wie beim deutschen. Die Einstellung beginnt nun damit, dass wir dieses Ventil hier auf maximale Öffnung bringen. Das heißt, wir kurbeln den Motor durch, bis der ganz unten steht. Den Motor kann man hier an der Kurbelwelle durchdrehen. Da ist ein 22er Sechskant und so wird der Motor jetzt durchgedreht. Ihr seht, dieses Ventil ist im Vergleich zu diesem geöffnet. Das heißt, wir sind jetzt auf voller Öffnung von Auslassventil Zylinder 1. Dies ist genau dann der Fall, wenn dieses Loch hier senkrecht nach oben steht. Zum Einstellen braucht ihr so eine Fühlerleere, mit der können wir jetzt das Ventilspiel messen. Wenn das Ventil von 1 geöffnet ist, können wir bei Zylinder 4 das Auslassventil messen. Erkennt ihr auch daran, dass der Hebel hier frei ist. So, jetzt müsst ihr hier die Fühlerblattleere durchschieben. Und dann misst ihr das Ventilspiel. Ihr vergrößert jetzt die Leeren so lang, bis sie gerade noch durchgeht. Hier passt die 30er Leere gerade noch durch. Da wird es aber schon knapp. Die Kontermutter hat hier 10 mm und zum Einstellen selbst braucht ihr bei diesem Motor ein 4er Sechskant. Ihr haltet die Einstellschraube oben fest und öffnet unten die Kontermutter. So. Das ist eine 6er Schraube, das heißt, die hat eine Steigung von 1 mm. Wenn wir jetzt die Einstellmutter eine Umdrehung drehen, hätten wir einen ganzen Millimeter. Wenn man sie reindreht, wird das Ventilspiel kleiner, wenn man es rausdreht, wird es größer. Wir brauchen 0,1 mm, das ist also bei einer 1er Steigung 30 Grad. 40er Blatt rein. Perfekt. Die Kontermuttern bei M6 müssen mit 9 Newtonmeter gekontert werden. Wenn euer Auto M9er Kontermuttern hat, wären es 18 Newtonmeter. So, jetzt kontert er das mit 9 Newtonmeter. Okay. Bei der Gleitstellung des Motors kann auch noch das Einlassventil des dritten Zylinders gestellt werden. Kann es auch so machen, er schiebt das 0,2er Blatt, auf das wir das Ventil einstellen müssen, jetzt dazwischen und dreht nachher mit Gefühl die Schraube zu, bis es passt. Und wenn stimmt, auch wieder mit 9 Newtonmeter anziehen. Für die nächsten zwei Ventile muss der Motor nur 90 Grad weitergedreht werden. Dann sollte das Auslassventil von 3 ganz unten sein und das heißt, das Loch muss jetzt hier waagrecht stehen. Drei ist nun ganz zu, Einlass 4 hat Spiel und Auslass 2 hat Spiel. Die stellen wir jetzt ein, also wir beginnen mit Auslass 2. Gemessen habe ich sowas um die 34, also müssen wir
aufmachen. So, und wieder anziehen. Die nächsten Ventile kommen, wenn der Auslass 4 ganz unten ist. Also müssen wir den Motor wieder 90 Grad weiter drehen. Das Loch war jetzt hier waagrecht, da muss es ganz unten stehen. Der geht runter. Geht nochmal runter. Das müsste ungefähr stimmen. Wenn 4 ganz unten ist, können jetzt Auslass 1 und Einlass 2 gemessen werden. Okay, passt. Also weiter geht's mit dem Einlassventil von Zylinder 2. So, hier müssen wir ein schönes Stück kleiner. Und jetzt kommt, bis der ganz unten ist, und dann werden die letzten 2 Ventile eingestellt. In der Stellung kommen jetzt Auslass 3 und Einlass 1. Der stimmt sogar, also können wir direkt mit dem Einlassventil weitermachen. Das war ziemlich daneben, das war 30, 20 brauchen wir. Das heißt, wir müssen ungefähr wieder 30 Grad weiter zudrehen. Und 20 passt auch hier. Kriegt noch 9 Newtonmeter Drehmoment und gut ist. Bevor wir jetzt zumachen, reinigen wir die Dichtfläche mit Aceton oder Nitroverdünnung. Dann kommt das Schwallblech hier auf den Kopf, das wird so rum aufgesetzt. Und dann dürft ihr diese Abstandshülsen oder Buchsen nicht vergessen. Beim Deckel ziehen wir noch die alte Dichtung ab. Reinigen das unten drunter, erstmal grob. Dann eine Runde Nitro. Dann habe ich hier eine neue Dichtung besorgt, die montieren wir wieder da drauf, auf den Deckel. Schon eine interessante Konstruktion, die Dichtung. So, wenn alle Ecken drin sind. So wird der Deckel wieder aufgesetzt. Dann sitzt er hier wunderbar. Dann kommen diese Hutmuttern hier oben drauf. Und 5 Newtonmeter bekommen die 2 Hutmuttern. Die Entlüftungen werden wieder aufgesteckt. Die sitzt. Jetzt kann auch der Zahnriemenschutz oben wieder drauf. Einfach aufstecken und dann hat er hier eine Schraube. Und auf der Rückseite ist noch eine. Sind ziehen wir die mit Gefühl an. Einzugsmoment wäre wahrscheinlich 8 oder 10. Ich habe euch jetzt mal gezeigt, wie man die Ventile von eurem Peugeot einstellt. Also, tschüss, bis zum nächsten Video.